Wo zahlen Sie Ihre Steuern? Diese Frage hörst du mittlerweile häufig. Banken, Broker und Internetplattformen wie Airbnb, sie alle interessieren sich mittlerweile dafür, wo du steuerpflichtig bist. Früher kannte man ja nur die Frage, sind Sie US-Bürger oder haben Sie Ihren ständigen Wohnsitz in den USA? Aber so ändern sich die Zeiten. Der Grund für das Interesse der Banken an deinem Steuerwohnsitz ist der sogenannte Common Reporting Standard oder auch CRS genannt. Also der automatische Informationsaustausch, der vor rund 5 Jahren von der OECD lanciert wurde. Fast alle wichtigen Länder nehmen am CRS teil, aber eben nur fast. Und in diesem Video wollen wir mal darauf eingehen, wie du den CRS ganz legal umgehen kannst, indem du ein Konto in einem Land eröffnest, das derzeit keine Informationen austauscht. Fassen wir noch mal kurz zusammen, wie der CRS überhaupt funktioniert. CRS verlangt von den Banken und Finanzinstituten, Finanzinformationen über Kontoinhaber und Begünstigte zu sammeln und diese per automatischem Informationsaustausch an die Wohnsitzländer der Kunden zu senden. Der Zweck des CRS ist die Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Bisher haben sich rund 110 Länder, darunter die meisten Steueroasen und Offshore-Banking-Oasen, angemeldet. Und die meisten von ihnen tauschen auch bereits Daten aus. Banken müssen dich bei der Kontoeröffnung fragen, wo du steuerlich ansässig bist. Sie wollen deine Steuernummer wissen. Und sie akzeptieren kein Überall und Nirgendwo mehr als Antwort. Banken haben das Konzept des Perpetual Travelers oder des digitalen Nomaden ja noch nie so wirklich verstanden. Und seit CRS fährst du ohne Steuernummer und ohne Steuerwohnsitz schlicht gegen eine Wand. Das Konto wird nicht eröffnet. Was sind mögliche Lösungen? Wir haben schon viele Videos veröffentlicht, in denen wir erklären, warum es immer schwieriger wird, im Nirgendwo zu leben, sowohl aus steuerlicher als auch aus betrieblicher oder operativer Sicht. Für vermögende Unternehmer besteht die Antwort zunehmend darin, sich einfach irgendwo niederzulassen, sich eine Wohnung zu suchen, sich dort steuerlich tatsächlich anzumelden und den Steuerwohnsitz in diesem Land zu haben. Und zwar in einem Land, das möglichst steuergünstig ist und vielleicht deine Einkünfte gerade aus dem Ausland nicht versteuert. Wir wissen alle, Malta gehört dazu, Irland gehört dazu und eine große Reihe von anderen Ländern auch. Damit hat man dann beim CRS kein Problem. Du gibst dort deine Steuernummer aus diesem Land an, deine Adresse, bist dann dort steueransässig. Da kommt natürlich dann die Meldung vom CRS hin, aber ist ja auch egal, du kannst ja auch legal Auslandseinkünfte haben, die du nicht melden und nicht versteuern musst. Wenn du jedoch ständig auf Reisen bist und kein Zuhause hast oder einfach vertrauliches Banking genießt und mit dem Informationsaustausch ein philosophisches Problem hast, gibt es nur eine Lösung. Und diese Lösung heißt, dass du in einem Nicht-CRS-Land dein Konto eröffnest. Da rund 110 Länder am CRS teilnehmen, sind es nicht mehr viele, die übrig sind. Und viele dieser Länder sind Orte, die du wahrscheinlich nicht besuchen willst und schon gar nicht dein Geld dort parken möchtest. Denk mal an Sierra Leone oder sowas. Allerdings gibt es einige wenige Qualitätsländer, die noch nicht mit dem sprichwörtlichen Vorschlaghammer gegen das Bankgeheimnis vorgegangen sind. Und jetzt erfährst du, wie du CRS ganz legal vermeiden kannst. Dieses Video soll Menschen helfen, vollständig gesetzeskonform zu sein und dennoch mehr Privatsphäre zu erreichen. Wir empfehlen dir dringend, alle geltenden Gesetze zu befolgen. Es ist nicht verboten, in einem Nicht-CRS-Land ein Konto zu eröffnen. Auch gibt es in Deutschland keine Meldepflicht für Auslandskonten. Einwohner anderer Länder sind allerdings verpflichtet, ausländische Bankkonten zu melden, auch wenn die Informationen nicht automatisch ausgetauscht werden. Dazu zählen zum Beispiel die USA. Wir alle haben ja vielleicht schon mal von FBAR gehört. Obwohl es für die meisten Menschen legal ist, ein Offshore-Bankkonto zu eröffnen, verbieten einige Regierungen ihren Bürgern in anderen Ländern Bankgeschäfte zu tätigen. Überprüfe also, was in deinem Wohnsitzland für Regeln gelten und bitte halte dich an die Gesetze. Das kann sonst ziemlich übel ausgehen. Im Grunde geht es ja darum, unsere Finanzen legal zu diversifizieren. Auch wenn man CRS oder das US-Äquivalent FATCA als regulatorische Exzesse bezeichnen könnte, fördern sie doch den Gedanken der Compliance. Es ist höchste Zeit, dass wir mit der Vorstellung aufräumen, Offshore-Banking mache einen zu einem Kriminellen, denn das ist einfach nicht der Fall. Um dem Offshore-Banking ein positives Image zu verleihen, müssen wir von der Idee, Geld zu verstecken, hin zur legalen Diversifizierung unserer Finanzen übergehen. Offshore-Aktivitäten werden immer schwieriger. Es sind immer mehr Regeln zu berücksichtigen
und die bestehenden Regeln werden strenger und häufiger durchgesetzt. Die echte internationale Diversifizierung basiert auf rechtlich einwandfrei entwickelten Strategien und nicht auf dem Verstecken von Geld. Wie ist der CRS-Status heute? Nach Angaben der OECD nehmen 110 Länder im September 2023 am automatischen Informationsaustausch teil. Ich werde jetzt nicht alle Länder vorlesen, aber vielleicht mal ein paar Beispiele einfach hier aufführen, die dich vielleicht überraschen. Am automatischen Informationsaustausch unter anderem nehmen teil die Bahamas, die Cayman Islands, Zypern, Ecuador, Hongkong, Monaco, Liechtenstein, Montenegro, Panama, Saudi-Arabien, die Schweiz, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vanuatu. Wie gesagt, das ist natürlich nur eine kleine Liste, aber vielleicht hast du gedacht, naja, es werden ja nicht alle Steueroasen daran teilnehmen, aber wie du siehst, auch Länder, selbst wie Panama oder Vanuatu, nehmen tatsächlich daran teil. Im Grunde handelt es sich bei der Liste um die gesamte Europäische Union, fast alle Staatsangehörigkeit und Investitionsländer, den größten Teil der entwickelten Welt oder überall dort, wo die meisten Menschen gerne ein Konto machen würden und Bankgeschäfte führen würden. Was bleibt also an Nicht-CRS-Ländern? Die OECD listet etwa 40 Entwicklungsländer auf, die CRS noch nicht unterzeichnet haben. Bei 206 souveränen Ländern und anderen nicht souveränen Territorien, wie zum Beispiel Anguilla oder Cayman Islands, verbleibt eine Reihe von Gerichtsbarkeiten, die auf keiner der Listen aufgeführt sind. Hier sind einige Highlights der Nicht-CRS-Länder, wobei man sagen muss, dass diese bereits zum Teil auch schon unterschrieben haben, am CRS teilzunehmen, aber dazu gleich mehr. Die 9 Länder, von denen wir heute sprechen, kommen jetzt einfach in alphabetischer Reihenfolge. Land Nummer 1, Armenien. Armenien ist mit oder ohne CRS ein ausgezeichneter, aufstrebender Finanzplatz, obwohl der Beitritt zum CRS im Jahre 2025 geplant ist. Die Eröffnung eines Kontos ist relativ einfach und Banken wie Ameriabank und Evoca Bank bieten ein hervorragendes Kundenerlebnis, meistens viel besser als bei westlichen Banken. Die Zinssätze für lokale Währungen sind hoch und du kannst sowohl westliche, also zum Beispiel Dollar und Euro, als auch östliche, zum Beispiel Rubel, Währungen nutzen. Land Nummer 2, Botswana. Botswana liegt im südlichen Teil Afrikas und hat keinen Zugang zum Meer. Dies hindert das Land jedoch nicht daran, eines der stabilsten Länder des gesamten Kontinents zu sein. Afrika generell ganz stark am Kommen. Als am wenigsten verschuldetes Land Afrikas verfügt Botswana dank des Pula-Fonds über hohe Devisenreserven. Der Pula-Fund ist das langfristige Anlageportfolio Botswanas, das einen Teil der Einnahmen aus dem Diamantenexport erhält. Zum Beispiel hat dieser Staatsfonds dazu beigetragen, dass das Land während der Pandemie keine Schulden machen musste, denn er hat den Großteil des Haushaltsdefizits finanziert. Botswana bietet eine gut ausgebaute Infrastruktur, niedrige Kriminalität, Englisch und ausgezeichnete Banken. Dazu zählen zum Beispiel Niederlassungen der großen Banken wie Standard Chartered oder Absa, früher Barclays, aber auch lokale Banken. Kontoeröffnung kannst du in rund einer Woche durchführen. Land Nummer 3, die Dominikanische Republik. Viele Expats ziehen in die Dominikanische Republik. Einige erhalten eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, die Einlagen bei dominikanischen Banken erfordert. Während Auswanderer möglicherweise Bedenken hinsichtlich der Krisensicherheit von Institutionen in Entwicklungsländern haben, ist die Dominikanische Republik eines der Nicht-CRS-Länder mit anständigen Banken. Es gibt dort viele Banken und Sparkassen, von denen sich die meisten in lokaler Hand befinden. Allerdings ist auch die Scotiabank, die größte kanadische Bank, dort aktiv und expandiert weiter. Georgien ist unserer Erfahrung nach eines der Orte, wo du am einfachsten ein Konto eröffnen kannst, auch wenn du nicht dort wohnst. Mandanten erzählen uns oft, dass sie in der Stadt sind, um ein Konto bei TBC oder der Bank of Georgia zu eröffnen, zwei der besten Banken im Kaukasusland. Leider ist es schwieriger geworden, da das Land immer mehr US- und EU-Richtlinien befolgt. Tatsächlich soll es im nächsten Jahr auch dem CRS beitreten. Selbst kleinere Banken führen mehr Kontrollen durch und es ist nicht ungewöhnlich, dass einige der kleinsten Banken Ausländer vollständig ablehnen. Dennoch ist Georgien immer noch ein großartiger Standort für Bankgeschäfte und behauptet seine Position auf dieser Liste der Nicht-CRS-Länder mit guten Banken. Land Nummer 9, Guatemala. Guatemala wird oft als Standort für Expats übersehen, ist aber schon lange auf unserem Radar. Belize, sein Nachbar, erhält tendenziell viel mehr Aufmerksamkeit, aber das könnte sich bald ändern. Lokale Banken wie Agromercantil und Azteca Bank dominieren den Markt
obwohl auch zum Beispiel die Citibank und andere internationale Banken dort vertreten sind. Wir würden sagen, es ist nicht ratsam, dein gesamtes Geld nach Guatemala zu transferieren, vor allen Dingen, weil die meisten Banken eben im Besitz mittelmäßiger Staatsanleihen sind. Es könnte jedoch ein Ort sein, den es im Rahmen einer umfassenden Internationalisierungs- und Einwanderungsstrategie zu erkunden gilt. Kambodscha, Land Nummer 6. Kambodscha ist vielleicht eines der letzten wirklich günstigen Länder auf dieser Erde. Aber das ändert sich. Im Gegensatz zu asiatischen Pendants wie Myanmar, die hohe Erwartungen nicht erfüllen konnten, befand sich Kambodschas Wirtschaft seit den 1990er Jahren nicht in einer Rezession und es strömt viel Kapital ins Land. Darunter starke lokale und internationale Banken. Viele malaysische Banken sowie westliche Banken sind mittlerweile in Kambodscha vertreten. Kambodschanische Banken zahlen ebenfalls mit die höchsten Zinssätze für US-Dollar. Für die Beantragung brauchst du jedoch möglicherweise ein Geschäftsvisum. Land Nummer 7, Nordmazedonien. Nordmazedonien ist eines der wirtschaftsfreundlichen Länder auf dem Balkan und in ganz Europa mit niedrigen Pauschalsteuersätzen und Anreizen für Unternehmen. Es ist ein weiteres erwägenswertes Nicht-CRS-Land. Das Bankensystem in Nordmazedonien ist nicht ganz so entwickelt wie in Serbien und Montenegro, aber es verbessert sich. Neben weniger interessanten griechischen Banken gibt es lokale Banken, die mittlerweile großen europäischen Banken wie Société Générale, der Ersten Group und ProCredit Bank gehören. Land Nummer 8, die Philippinen. Als beliebtes Expat-Ziel sind die Philippinen ein einfacher Ort, um ein Bankkonto zu eröffnen. Auf der Inselkette gibt es viele größere internationale Banken sowie starke lokale Banken und die Zinssätze sind einigermaßen angemessen. Die meisten Kenner werden Ihnen sagen, dass die Banken in Manila mit CRS nicht besonders gut umgehen könnten, wenn es denn mal eingeführt werden würde. Allerdings sind die Philippinen sehr freundlich zu den Vereinigten Staaten und die Banken sind in einem sehr hohen Maße FATCA-compliant. Große Banken wie HSBC sind auf den Philippinen weit verbreitet, aber weniger bekannte lokale Banken wie Metrobank sind für die meisten Expats ebenfalls sehr attraktiv. Tja, was denkst du nun, ist wohl Land Nummer 9? Naja, wohl ganz schwierig zu erahnen. Es sind die Vereinigten Staaten. Nun ja, das Land, das das Konzept des einseitigen Austauschs von Bankinformationen mit FATCA eingeführt hat, ist eigentlich keine Vertragspartei des CRS. Was für eine Ironie. Die OECD muss einen wirklichen Drahtseilakt in puncto USA vollziehen und die Situation so erklären. Die Vereinigten Staaten führen seit 2015 einen automatischen Informationsaustausch gemäß FATCA durch und haben zu diesem Zweck zwischenstaatliche Abkommen mit anderen Gerichtsbarkeiten geschlossen. Die von den Vereinigten Staaten geschlossenen zwischenstaatlichen Abkommen nach Modell 1a erkennen die Notwendigkeit an, einen gleichwertigen gegenseitigen Informationsaustausch mit Partnerländern zu erreichen. Es ist auch eine politische Verpflichtung, relevante Gesetze zu verabschieden und zu unterstützen, um ein gleichwertiges Niveau des gegenseitigen automatischen Austauschs zu erreichen. Ha, 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 kann man nur sagen. Grundsätzlich tauschen die USA einige Informationen aus, allerdings zu ihren eigenen Bedingungen. Die Vereinigten Staaten und insbesondere Staaten wie Delaware sind seit langem als größte Steueroase der Welt bekannt, was es umso ironischer macht, dass Washington seine Zeit damit verbringt, kleine Länder wie Belize zu triezen. In Wirklichkeit liegt ein Großteil des heißen Geldes der Welt bei amerikanischen Banken, obwohl die Regierung behauptet, dass sie größere Maßnahmen ergreift, wie beispielsweise die Anforderung, das Formular 5472 für im Ausland ansässige LLCs auszufüllen, um solche Praktiken einzudämmen. Zu guter Letzt sollten wir vielleicht auch noch über de facto Nicht-CRS-Länder sprechen, denn hier ist die harte Realität. Einige Länder möchten wirklich nicht Teil des CRS sein, melden sich aber an, weil sie eingeschüchtert werden, von einer grauen Liste gestrichen werden sollen und so weiter. Einige sind skeptisch, ob alle teilnehmenden Länder tatsächlich dazu in der Lage sind, Informationen auszutauschen. Einige Länder behaupten, dass sie zwar unterzeichnet haben, es aber vor Ort keinen wirklichen Mechanismus zur Teilnahme gibt. Sie können sich vorstellen, dass sich dies im Laufe der Zeit ändern wird, aber Sie können davon ausgehen, dass Belgien die Vorschriften strenger durchsetzt als beispielsweise Vanuatu. Ein gutes Beispiel übrigens hier sind Liechtenstein und die Schweiz. Natürlich, Liechtenstein hat sich ja immer gleich gepriesen, dass sie hier am CRS teilnehmen, dass sie hier federführend sind und so weiter und so fort. Allerdings tauschen sie noch immer keine Daten mit der Schweiz aus. Die Schweizer führt das zur Weißglut,
Denn bekannterweise ist Liechtenstein der Staat, wo die ganzen Schweizer, die Steuern hinterziehen, dies dann auch tun. Aber wie gesagt, der CAS zwischen Liechtenstein und der Schweiz funktioniert nicht, wo man sieht, dass eben viele Länder sehr selektiv handhaben, mit wem sie Daten austauschen und nicht. Jedenfalls, wenn sie es sich leisten können. Ja, noch einmal möchte ich dir zum Abschluss sagen, halte ich natürlich an die Gesetze. Wie gesagt, es ist nicht verboten, ein Konto zu eröffnen in einem Land, in dem es den CAS nicht gibt. Geld zu verstecken vor der Steuer ist natürlich schon ein Problem. Und du kannst davon ausgehen, dass es irgendwann rauskommt. Das ist also in keinem Fall zu empfehlen. Aber natürlich, wenn man sich absichern will gegen Bankenrisiken, Systemrisiken, Währungsrisiken und was sonst noch alles gibt. Unsere Welt ist chaotisch, es gibt Kriege und wer weiß, was da in Zukunft noch passiert. Da kann man nur verstehen, dass man mehrere Konten weltweit vielleicht benötigt. Das sind alles legitime Gründe. Stell einfach sicher, dass du erklärst, was du erklären musst. Also wenn du Einkommen erklären musst, gib es auf der Steuererklärung an. Wenn du erklären musst, dass du ein Auslandskonto besitzt, dann gib es natürlich an. Wenn du interessiert bist, dich zu diversifizieren, ins Ausland umzuziehen, dein Vermögen abzusichern, dann kontaktiere mich doch, buch ein Beratungsgespräch hier über unsere Webseite. Link packe ich hier unten rein. Mein Team und ich helfen seit 20 Jahren, Mandanten ins Ausland umzuziehen, Konten zu eröffnen, Firmen zu gründen. Wir haben ein großes Netzwerk von Steuerberatern und Anwälten überall auf der Welt, die unseren Mandanten dabei helfen, ihre Ziele bei der internationalen Diversifikation zu erreichen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.